Hey meine Lieben, willkommen auf meinem Kanal und zu diesem neuen Video. Heute starten wir endlich mit einem Format, was ich schon einmal angefangen hatte, aber aus diversen Gründen nicht mehr fortgesetzt habe. Ein Grund ist, dass ich sowohl mit dem Schnitt als auch inhaltlich nicht mehr zufrieden mit meinen Videos bin. Es wirkt vieles sehr unstrukturiert und beim Ansehen ist mir aufgefallen, dass auch viel Inhalt entweder untergegangen ist oder zu sehr in den Fokus genommen wurde. Deswegen werde ich die Videos nacheinander nochmal neu aufnehmen, anders aufarbeiten und neu hochladen. Die anderen werden dann nacheinander offline genommen. Für alle, die dieses Format oder mich nicht kennen, mein Name ist Lucy, ich bin leidenschaftliche AMV-Künstlerin, wobei AMV hierbei für Anime Music Video steht. Dabei werden Inhalte aus Anime mit Musik unterlegt und künstlerisch dargestellt. In meinem Fall stehen die Charaktere unter anderem für mich und Menschen in meinem Leben, während die Musik meistens Kontext zu der dargestellten Geschichte gibt. Dabei arbeite ich unterschiedliche Szenarien auf, die mir selbst passiert sind oder über die ich mir sehr intensive Gedanken mache, aber auch Themen, die mich gesellschaftlich betreffen, arbeite ich in meinen AMVs auf. Und in diesem Format hier werde ich mit euch zum besseren Verständnis meiner Gedanken und Gefühle die Grundidee meiner AMVs besprechen, die komplette Story durchgehen und gegen Schluss erwartet euch noch ein Making-of mit Ausschnitten aus der Videobearbeitung in Vegas Pro. Die einzelnen Parts des Videos sind mit Timestamps versehen, damit ihr zum entsprechenden für euch interessanten Teil springen könnt. Ich würde mich aber auch freuen, wenn ihr euch das gesamte Video bis zum Schluss anschaut. Dann würde ich sagen, schreibt mir, falls ihr noch Fragen habt, diese gerne unten in die Kommentare und wir beginnen jetzt mit dem eigentlichen Video. Das Video The Manuscript basierte auf der Begegnung mit einer Person, die eine sehr relevante Rolle in meinem Leben spielen sollte. Dieser Mensch hat eine sehr undurchsichtige Persönlichkeit, was heißt, dass es für mich sehr schwer einzuschätzen ist, was dieser Mensch gerade denkt oder fühlt. Aber gerade diese Undurchsichtigkeit ist es, die mich dazu inspiriert hat, verschiedene Szenarien in meinen Videos aufzuarbeiten. Und dadurch ist unter anderem das Video The Manuscript entstanden, was ich euch heute vorstellen und mit euch genauer durchsprechen möchte. Das Layout des Videos habe ich dem Titel folgend so angepasst, dass es aussieht, als würden wir die Seiten eines Manuskripts durchgehen. Die einzelnen Szenen habe ich dabei extra so geschnitten, dass man zusätzlich zu den getippten Worten auf den Seiten eine bildliche Darstellung hat, um die Geschichte in meiner Version nachvollziehen und besser interpretieren zu können. Der Beginn des Ganzen war eine zufällige und im ersten Moment unscheinbare und vielleicht auch etwas klischeehafte Berührung, gefolgt von einem Gespräch, bei dem ich versucht habe, die Art und Weise, wie dieser Freund und ich uns unterhalten, für euch etwas bildhafter darzustellen. Ich versuche generell für euch immer so kleine Easter Eggs einzubauen, damit ihr den Bezug zu mir und der Kernmessage des Videos nicht verliert. Der Kontext der Unterhaltung war in meinen Gedanken Gespräch über alles Mögliche bis hin zu einer möglichen Zukunft, die man zusammen haben könnte, wenn das gemeinsame Leben so gut funktionieren würde wie die derzeitige Unterhaltung. Bis dann schließlich der Bruch kommt. Hier wollte ich dem Zuschauer selbst überlassen, wie er den Grund interpretieren möchte. Meine Gedanken dabei waren in erster Linie Unsicherheiten bis hin zur Angst vor einer gemeinsamen Zukunft, die einen davon abhalten, einen Schritt weiter zu gehen. Ich hatte erst überlegt, in eine eher mystische Richtung zu gehen, aber da das Lied im Manuscript die Geschichte von zwei Liebenden beschreibt, die aufgrund von diversen Umständen nicht zusammen sein können, habe ich die Idee übernommen, das Video in seinem Kern auf einem Level zu halten, den die meisten Zuschauer nachvollziehen könnten. Es ist generell ein grundlegendes Thema in meinen Videos bezüglich dieses Freundes von mir, den ihr in meinen Videos immer als Sebastian dargestellt bekommt, dass es immer in diese bestimmte Richtung geht, weil Gefühle von beiden Seiten da sind, aber mehr nie zustande kommt. Die Gründe dafür sind immer unterschiedlich und abhängig von der Geschichte des Videos, aber der rote Faden in allen ist, dass es immer diese schwebende Ebene von Gefühlen gibt, aber eine richtige Beziehung nicht passieren wird. Nach dem besagten Bruch ziehen die Jahre vorbei und nun auf getrennten Wegen lebt jeder sein Leben ganz normal weiter. Dieser Teil des Videos ist mein Lieblingsteil, weil ich dort die Idee eines Manuskripts bzw. die Idee, Erlebnisse aufzuschreiben, richtig aufgegriffen habe und auch eine innere Verarbeitung darstellen wollte. In der Therapie wurde mir sehr oft empfohlen, vor allem Erlebnisse, die mich stark belasten, aufzuschreiben, um sie besser reflektieren und damit auch verarbeiten zu können. Aber mir fällt es oft schwer, die richtigen Worte niederzuschreiben, die richtig genug wären, meine eigenen Gefühle zu beschreiben. Deswegen ist die Darstellung des Aufschreibens in meinem Video eine Interpretation für mich, wie ich ein neues AMV mache, indem ich meine Gedanken, Gefühle und meine einzelnen Lebensabschnitte bildlich und künstlerisch darstellen und aufarbeiten kann. Sehr bezeichnend für mich fand ich daher auch den Satz im Lied:
Zurückschauen scheint der einzige Weg zu sein, um voranzuschreiten. Dieser Satz war für mich der Übergang zur inneren Aufarbeitung. Auf der Reise durch mein inneres Selbst wollte ich diverse Gespräche und Charaktere darstellen, die in meiner Wahrnehmung 2 essentielle Punkte in der eigenen Aufarbeitung ansprechen. Da wäre zuerst ein Schauspieler, der die Frage stellt, ob man, wie er selbst das tut, seine eigenen Verletzungen und Narben weiterhin vor der Welt verstecken und überspielen möchte, statt sich damit auseinanderzusetzen bzw. darüber zu sprechen. Etwas, was ich in meiner Vergangenheit sehr oft getan habe und auch gegenwärtig immer noch tue, aber mittlerweile versuche ich das mehr nach außen zu tragen. Ich bin gerade für mich dabei zu lernen, dass es mich nicht nur daran hindert, mich selbst als Mensch weiterzuentwickeln, sondern es nichts Schlimmes ist zu sagen, wenn es einem nicht gut geht oder man gerade leidet. Gefühle zu zeigen und auch wenn sie sehr negativ sind, ist kein Zeichen von Schwäche. Das ist eines der Dinge, die ich euch als Zuschauern mit diesem Video gerne mitgeben möchte. Zum Zweiten wollte ich ein Kind darstellen, das fröhlich und scheinbar völlig schwerelos durch den Raum tanzt, womit ich eine innere Leichtigkeit darstellen wollte. Diese Leichtigkeit, die man als Kind irgendwo noch hat und die viele Menschen, wenn sie dann irgendwann erwachsen werden, im Laufe ihres Lebens verlieren. Und auch der Junge konfrontiert mich in dieser Aufarbeitung mit einer Frage. Die Frage, ob man selbst nicht wieder an dem festhalten möchte, was einem im Leben Glück und Leichtigkeit gibt, statt immer an dem festzuhalten, was einen schlecht und unglücklich fühlen lässt. Mittlerweile glaube ich, dass wir uns entscheiden können, welchen Gefühlen wir mehr Raum geben wollen. Nicht zu entscheiden, wie man sich fühlt, sondern wie sehr und wie lange man an Gefühlen festhalten möchte und wie viel Energie man auch in diese Gefühle investieren möchte. Das Ende dieser inneren Aufarbeitung findet sich dann darin, dass man in dem Moment, als die eigenen Tränen fallen, man sich selbst viel zu klein für den eigenen Schmerz fühlt und es einen innerlich zu zerreißen scheint, an einem ganz bestimmten Punkt wiederfindet. Es ist ein Punkt, an dem man versteht, warum man durch diesen ganzen Schmerz gehen musste. Ein Punkt, an dem man akzeptieren und abschließen kann. Ich glaube, dass wir alle in unserem Leben, gerade in Erlebnissen und Momenten, in denen wir viel Schmerz und Leid erleben, zu einer Stärke gelangen können, die für unsere eigene Entwicklung sehr wichtig ist. So ist es zumindest bei mir. Vieles macht mir mittlerweile sehr viel weniger Angst. Ich weiß, was ich in bestimmten Situationen tun muss und vieles fühlt sich nicht mehr wie das Ende der Welt an. Zum Schluss bleibt dann die Erinnerung wie eine Art Manuskript, die man aufschreiben oder, wie ich das tue, mit meinen Videos künstlerisch aufarbeiten kann. Wie wenn man einzelne Kapitel des eigenen Lebens abschließen und eine Lehre daraus ziehen kann. The Manuscript ist ein sehr tiefgründiges Video, bei dem ich mich sehr viel mit mir selbst auseinandersetzen musste, um meine Darstellung so ehrlich wie möglich präsentieren zu können. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr mir folgen konntet und wie eure Gedanken und Gefühle zu diesem Thema sind. Und wir machen hier dann direkt einen Übergang in den Making-of-Teil. Dieses Video ist, was Effekte und die generelle Aufmachung angeht, sehr einfach gehalten. Das, was Zeit gekostet hat, waren die einzelnen Clips. Aber wir fangen ganz am Anfang an, nämlich mit dem Hintergrund. Das ist sehr einfach zu erklären, denn unser Hintergrund besteht aus dem originalen Lyrikvideo von Taylor Swift zu The Manuscript. Das Einzige, was ich da etwas geändert habe, waren die Zahlen im unteren rechten Bildschirmrand. Da ich das Lied gekürzt habe, wollte ich entsprechend die Seiten auch in richtiger Reihenfolge ablaufen lassen und habe daher die Zahlen ausgeschnitten und über die eigentlichen Zahlen gelegt, damit die Lyrics ganz normal weiterlaufen können im Hintergrund. Was dann noch eine kleine Schwierigkeit darstellte, war dieser graue Rand, der im Lyrikvideo bereits vorhanden war. Hätte ich die Clips nämlich einfach über die Lyrics gelegt, wäre der Rand überdeckt worden und das hätte sehr unordentlich ausgesehen. Deswegen habe ich unter dem Reiter Mediengeneratoren und dabei einfarbig mir eine Farbe ausgesucht, sie mit der Pipette an den eigentlichen Bildrahmen des Lyrikvideos angepasst und auf die oberste Trackline gelegt. Dort habe ich dann den Farbbalken im Zuschnitt so lange zugeschnitten, bis der Rahmen vom Lyrikvideo und unser selbstgemachter Rahmen übereinander lagen, ohne sich irgendwie zu überlappen. Wie das aussieht, zeige ich euch hier. Für meine Credit-Einblendung und die Danksagung am Ende habe ich im Reiter Mediengeneratoren, Untertitel und Text den Standardtext ausgewählt und die Schriftart Nitty Normal benutzt. Diese Schriftart müsst ihr euch gegebenenfalls herunterladen und installieren, zumindest musste ich das, um die gleiche Schriftart wie im Lyrikvideo zu haben. Unten in der Beschreibung verlinke ich euch eine Seite, auf der ihr euch die Schriftarten und viele mehr herunterladen könnt. Zusätzlich habe ich dann noch die Umrissbreite auf 100 hochgestellt, um den Text etwas dicker wirken zu lassen, weil es mir bei der Einstellung Fett zu dick aussah. Die Schriftgröße habe ich auf neu gestellt. Nun machen wir einen kleinen Übergang zu unserem Reiter Effekte.
Für die Schärfe des Bildes habe ich mich für den Effekt Unschärfemaske Mittel entschieden und auf die Trackline gelegt, ohne den Effekt weiter zu bearbeiten. Zusätzlich, um den Clips noch einen anderen Effekt zu geben für unseren Papierhintergrund, habe ich den Effekt Zeitungsdruck Farbe verwendet. Diesen habe ich wirklich ganz minimal gesetzt, wie ihr hier in diesem Bild seht, damit der Effekt zwar zu sehen ist, aber nicht zu störend wirkt. Die gleichen Effekte habe ich genauso für die Trackline über meiner Haupttrackline genutzt. Das war es auch schon mit den Effekten und Übergänge habe ich keine benutzt. Ich wollte ursprünglich welche einbauen, aber bei verschiedenen Versuchen wirkte der Übergang eher störend, also habe ich die Clips einfach übereinander gelegt, damit diese in ihrem Übergang verblassen. Wichtig bei den Clips ist noch ein Regler, den ihr bei jedem Clip findet. Ihr führt die Maus an den oberen Rand des Clips, haltet und zieht runter. Dort erscheint eine kleine Linie, bei der ihr sehen könnt, wie sehr das Bild verblasst aussehen soll. Meine Clips sind alle auf 50% eingestellt. Am besten ist es sowieso immer, dass ihr ausprobiert, was für euch passt. Ansonsten sind sämtliche Clips in dem Video mit Zuschnitt von mir ausgeschnitten worden, was auch die Erklärung dafür war, warum das Video so lange gedauert hat. Das war's auch schon soweit mit dem Making-of. Falls ihr Interesse habt, wie das mit dem Zuschneiden der Clips aussieht, beziehungsweise wie genau ich das mache, schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann mache ich ein extra Video dazu. Das würde den zeitlichen Rahmen dieses Videos hier komplett sprengen. Das war's an dieser Stelle mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und dem Video ein Like dalasst. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Gebt mir auch sehr gerne Feedback, ob meine Erklärungen nachvollziehbar waren, beziehungsweise wie ihr mit dem Making-of-Teil zurechtgekommen seid. Ich versuche zukünftig mindestens einmal im Monat ein Video hochzuladen, was so ein bisschen im Wechsel zwischen AMV, Talk-Video und anderen Themen sein wird. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, bis dann!